Ja, hallo zusammen. Ich freue mich heute sehr auf unser 5. Gespräch aus der ToolSense Interviewreihe Werkstattgespräche. Ich bin Jennifer und für die Kommunikation bei ToolSense zuständig. Und unser heutiger Gast ist Herr Georg Lahofer, Geschäftsführer bei Dimas Betonbohr- und Sägedienst. Und dann darf ich natürlich noch Alexander Manafi, CEO und Co-Founder von ToolSense vorstellen. Herr Lahofer, vielleicht können Sie selbst noch ein, zwei Sätze zu sich und Dimas Betonbohr- und Sägedienst erzählen. Ja, danke für die Einladung zum Interview. Mein Name ist Georg Lahofer. Ich bin seit 2005 Geschäftsführer der Dimas Betonbohr- und Sägedienst GmbH. Unser Unternehmen ist auf 2 Standorten in Wien und in Karlsdorf bei Graz vertreten und wir führen Betonbohr- und Sägearbeiten auf Baustellen durch. Vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Herr Lahofer, wie sind Sie überhaupt auf ToolSense aufmerksam geworden? Auf ToolSense aufmerksam geworden sind wir durch unseren Lieferanten, durch die Tyrolit. Die hat uns den ersten Kontakt zu ToolSense gelegt und durch diesen Kontakt sind wir dann direkt mit ToolSense in Kontakt getreten, da wir nicht nur Maschinen von einem Hersteller haben, sondern von mehreren Herstellern und dadurch sind wir dann direkt mit ToolSense in Verbindung getreten. Okay, und wie sah der Status quo im Maschinenmanagement aus und wie haben sich die Prozesse durch ToolSense verbessert oder auch verändert? Ja, wir haben klassischerweise mit Excel-Listen und Karteikarten und Word gearbeitet und waren schon länger auf der Suche nach einem System, um das zu vereinheitlichen. Und da hat die ToolSense-Lösung uns gut gefallen, weil sie einfach und praktikabel ist und vor allem für die Mitarbeiter einfach zu bedienen ist. Das war für uns sehr wichtig, dadurch, dass wir die Mitarbeiter nicht überfordern wollen oder wollten. Und diese Lösung ist durch ToolSense optimal gelungen. Sehr schön. Und würden Sie sagen, jetzt nach der Nutzung und Einführung von ToolSense, dass Sie nochmal auf Excel-Tabellen zurückgreifen würden? Muss nicht sein. Sehr gut. Und zur nächsten Frage, Herr Lahofer. Wo sehen Sie die wirtschaftlichen Vorteile in der Nutzung von ToolSense? Wir sind natürlich jetzt schneller, vor allem bei den Reparaturen. Das Tool haben wir so aufgebaut, dass wenn eine Maschine kaputt geht, der Mitarbeiter den QR-Code scannt und der Mann in der Werkstatt dann gleich die Fehlerbeschreibung hat. Das ist insofern besser als vorher, da oft Rückfragen waren oder sind und das mit einem Zettel, der dann vielleicht verloren geht, nicht so gut kommuniziert wurde, wie es jetzt kommuniziert wird. Und auch die Auflistung der Geräte und so weiter, also das ist alles übersichtlicher geworden. Das klingt doch schon mal sehr gut. Und vielleicht jetzt auch noch mal die Frage an Alexander gerichtet. Was würdest du hier eventuell noch ergänzen wollen? Ja, also wir haben eigentlich da auch ein super Feedback auch bekommen. Und eben auch, wie der Herr Laufer gesagt hat, vorher hat eben eine große Excel-Liste gegeben, wo eigentlich die ganzen Busse und das Inventar verwaltet wurde. Und das haben wir eigentlich alles in das System sozusagen reingezogen. Und ja, es wird eigentlich sehr gut genutzt eben für die Schadensmeldungen und auch eben für die Prüfungen. Also, und das Feedback ist halt auch wirklich von dem eben von der Werkstatt, die damit arbeiten, wirklich sehr gut. Und ja, ist eigentlich eine schöne Geschichte. Genau. Und Herr Lahofer, warum haben Sie sich für ToolSense und nicht für eine Herstellerlösung entschieden? Ja, wie ich schon gesagt habe, haben wir mehrere Hersteller oder mehrere Lieferanten. Die bieten natürlich jeder auch eigene Lösungen an, aber wir brauchen eine Lösung, die unabhängig ist, damit wir alle Maschinen und Geräte verwalten können und nicht gebunden sind an eine Software eines Herstellers. Ja, und Alexander, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ergänzen, wie leistet ToolSense gerade diesen herstellerübergreifenden Einsatz? Ja, also einerseits eben dadurch, dass die Datenhoheit ganz klar eben
beim Kunden liegt, also bei der Firma Dimas in dem Fall. Und das ist natürlich auch wichtig, auch wenn man in die Zukunft schaut. Und andererseits eben auch technisch, dass es eben nicht irgendwie eingeschränkt wird auf irgendwelche Marken oder Typen oder Kategorien, sondern man eigentlich alles von der Tankkarte bis zum Bus bis eben zur Wandsäge, zum Baumotor eigentlich alles drin managen kann. Und eben vor allem auch mit den QR-Codes, dass das eben nicht wieder nur für eine Sache geht, sondern halt eben für alles. Genau. Super. Und Herr Lahofer, welche Tipps können Sie anderen Unternehmen bei der Einführung digitaler Maschinenprozesse geben? Also grundsätzlich sollte man keine Scheu haben davor. Es ist nicht so aufwendig und so schwierig, wie es klingt. Natürlich muss man gemeinsam den Fahrplan abstimmen, in welche Richtung es gehen soll. Aber wenn man ein oder zwei Personen festlegt oder definiert, die das machen sollen und das mit ihnen bespricht und die das dann auch sich an die Fahne heften, sage ich mal, und das durchziehen, dann ist es mit relativ wenig Aufwand möglich, das einzuführen. Das klingt sehr gut. Und jetzt vielleicht noch mal eine abschließende Frage, die sich an Alexander und Herrn Lahofer zusammenrichtet. Wie schätzen Sie die Entwicklung der Baubranche in den nächsten 10 Jahren im Kontext der Digitalisierung ein? Was stehen da noch für Veränderungen an? Also für die ausführenden Firmen tut sich natürlich gerade sehr viel zum Thema Digitalisierung, so auf den Baustellen Themen wie BIM und so weiter. Also da ist ja sehr viel gerade im Entstehen. Wir in der Beton-, Bohr- und Sägebranche, da ist es noch nicht so weit fortgeschritten. Wir sind ja ein winziger Teil der ganzen Baubranche. Aber trotzdem wird sich noch einiges verändern in den nächsten Jahren. Und wir selbst überlegen auch, die Lieferscheine zu digitalisieren, die Stundenaufzeichnungen zu digitalisieren und so weiter. Also da ist noch genug zu tun die nächsten Jahre. Das klingt spannend. Alexander, möchtest du noch was ergänzen? Ja, also ich meine, einerseits hat man also das Langfristige, wo man sieht, die Roboter, die es da schon von mehreren Herstellern gibt, die da Löcher bohren, autonom und alles. Und das ist ein bisschen so die Zukunft, wo sich das hinentwickelt. Aber heute eben auch sehen wir schon noch eben sehr viel Papier, sind für Karteikarten, Plantafeln, die manuell gemacht werden. Und da setzen halt wir an, dass man, sage ich mal, auch dann irgendwo die Basis schafft, um dann wirklich, sag ich mal, die große Vision am Ende des Tages irgendwann umzusetzen. Genau. Ja, super. Vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie, Herr Lahofer, heute bei uns waren. Und vielleicht hören wir uns bald wieder.